Frau Traub, Sie hatten vor einigen Jahren eine Nahtoderfahrung erlebt. Wie kam es dazu? Das war so, dass ich starke Regelblutungen hatte und zum Frauenarzt ging. Und er hat mir dann gesagt, dass ich ein Myom hätte und das müsse raus. Das war für mich gar kein Thema. Wir haben dann einen OP-Termin festgesetzt, irgendwann ein Vierteljahr später. Ich bin dann wieder nach Hause gegangen, alles lief wunderbar. Einen Monat später hatte ich so starke Blutungen, dass ich ins Krankenhaus musste. Und darum hat man mich in der Nacht, das war dann abends, als ich da eingeliefert wurde, hat man mich dann behalten und wir hatten abgemacht, dass wir am nächsten Morgen nochmal darüber reden, ob jetzt das eine großartige OP wird oder nur was Kleines und ich wieder nach Hause gehe eine Woche später etc. Auf jeden Fall musste ich in der Nacht irgendwann mal dann raus und habe mir dann nichts dabei gedacht und bin da aufgestanden, habe auch niemanden geklingelt und bin da auf die Toilette gegangen und ab da ist dann erstmal Filmriss. Das Krankenhaus hat geschätzt, dass es etwa 2 Stunden ging, bis man mich gefunden hatte. Und ich wurde dann am nächsten Tag auch wirklich operiert, und zwar komplett operiert und dann wirklich 2 Monate ausgefallen, aber da wusste ich noch gar nichts. Ich bin dann nach Hause gegangen, hatte mal sehr viel Zeit für mich, durfte auch nichts tragen, zwei Monate lang, keine 2 Kilo, also ich hatte wirklich viel Zeit, um mich mit mir zu beschäftigen. Und ich habe dann eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas suche. Ich wusste aber nicht was, in keinerlei Weise. Ich wusste nicht, geht es um Sport, irgendwas Religiöses kam mir da gar noch nicht so in den Sinn. Brauche ich eine Jobveränderung, stimmt was mit der Familie nicht? Also irgendwas hatte ich einfach das Gefühl, es stimmt was nicht und ich bin auf der Suche, aber ich konnte mir selber nicht erklären, nach was. Ich habe mir dann Zeit genommen, habe mich hingesetzt und habe angefangen mit ein paar Leuten zu reden, die ich kenne, die so in diese mehr so in meditative Richtung gehen, so ein bisschen Coaches auch machen, Business Coaching. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, ja, fang doch mal an mit Meditation, versuch's mal so rauszufinden. Ich habe dann angefangen, zum einen normal so Meditation in der Stille, aber auch mit Qigong. Von Qigong bin ich über X solche Zen-Yoga etc. bin ich eigentlich dann zu Yoga gekommen. Da angefangen und da habe ich Leute kennengelernt, die sich in diesen Bereichen beschäftigen, jetzt weniger mit Nahtoderfahrung, aber so im Sinn von Coaching, ein bisschen Esoterik etc. Wir haben dann angefangen zu reden und dann war bald mal klar, mit mir stimmt irgendwas nicht, aber ich wusste immer noch nicht was. Und daraufhin habe ich mich dann hingesetzt und habe, warum auch immer, angefangen im YouTube so kleine Filmchen zu gucken über Meditation etc. Da gibt es ja 100.000 Dinge. Irgendwann bin ich dann auf Nahtoderfahrung gestoßen, habe mir einige angesehen und das war immer sehr, sehr emotional. Also wirklich, ich habe dann das auch mit Kolleginnen, habe das denen gesagt, für die war das auch emotional, aber nicht so wie bei mir. Und eines Tages bin ich dann auf eine gestoßen, das war so für mich so ein Aha-Erlebnis, das hast du auch erlebt. Und ab da wusste ich, aha, irgendwas stimmt nicht, aber wann war das, etc. Und dann ging es dann wirklich Schlag auf Schlag, dass ich dann wirklich so Flashbacks hatte, wo das wirklich dann so auch in Träumen nachts oder tagsüber, dass mir das plötzlich wie so Erinnerungsfetzen wieder gekommen ist. Und ich habe mich dann mal mit einem Arzt darüber unterhalten. Er hat auch gesagt, das sei gut möglich, das ist so eine Art wie bei Amnesie, dass das später einfach erst wieder auftaucht und man lange einfach auch nicht weiß, worum es geht. Und so musste ich mir meine Nahtoderfahrung ein bisschen zusammenschustern. Also ich habe nicht so eine komplette, wie das andere haben, mit so Austritt aus dem Körper und dann Tunnel und dann ist man irgendwo und dann sieht man irgendwas und dann geht es wieder zurück in den Körper. Das habe ich so nicht. Ich habe daran Erinnerungsfetzen, längere Sequenzen, kürzere, aber ich habe keine zusammenhängende Nahtoderfahrung. Das wird seinen Grund haben. Für mich ist es okay. Was sind das für Erinnerungen?
ich war urplötzlich, aber eigentlich nicht überrascht, stand ich auf einer Wiese. Die Wiese war wirklich extremst grün. Also ich habe sowas, Farben so noch nie gesehen, werde ich nie mehr sehen. Das kann man fast nicht beschreiben. Das war so intensiv. Es ist vor allem auch die Wiese, die mir in Erinnerung bleibt. Und ich habe die Wiese gesehen als Wiese. Ich habe um mich geguckt, da war Landschaft, Hügel, Täler. Aber gleichzeitig, wie ich die Wiese angucken konnte, konnte ich das auch wie fokussieren, ganz nah, ganz wieder fern, alles in einem. Und ich habe dann um mich geguckt und habe Himmel gesehen. Der war auf der einen Seite blau, extrem strahlend, aber auch eigentlich wieder ein kompletter Regenbogen. Es waren eigentlich alle Farben vereint, also mir sind die visuellen Eindrücke sehr geblieben und das Ganze war alles sehr, sehr farbig, sehr, sehr intensiv. Es war Musik, alles war Musik und alles war Schwingung. Schwingung und Energie, das gehört irgendwie alles zusammen. Das ist nicht wie hier getrennt, dann hört man Musik einzeln und dann kann man was gucken und dann sieht man einen Himmel oder eine Erde. Es schwingt alles, es ist alles Musik und es ist alles Harmonie. Das war der erste Eindruck, den ich mal hatte, aber ich hatte auch das Gefühl, kennen ist übertrieben, aber es kommt mir alles sehr, sehr bekannt vor, ist schon länger her. Aber es war da und es war gut, wie es war. Ich habe auch das auch nicht hinterfragt, warum bin ich jetzt hier. Das war für mich ganz okay. Ich habe mich dann noch eine Weile umgeschaut, wie das hier also alles abläuft und wie das hier so ist. Und ich habe mich extrem wohl gefühlt. Also das war alles sehr harmonisch, voller Liebe, so eine bedingungslose Liebe. Das war nichts. Das war einfach nur noch Wohlfühlen. Das war einfach alles gut, wie es ist. Genauso muss es sein. Es stimmt, es hat alles gestimmt. Es war dann so, dass ich mich daran erinnere, dass dann irgendwann ich würde es heute als Engel bezeichnen. Andere sagen Geistwesen. Es war keine verwandte Person, wie das viele erzählen, dass sie von Verwandten oder Bekannten oder von Freunden oder Familienmitgliedern empfangen werden. Für mich war es ein Engel. Es war was anderes, als ich war. Ich habe dann mich auch kurz selber angeschaut und gemerkt, ich bin viel größer, als ich hier auf der Erde bin. Viel, viel größer und pure Energie, Licht. Ich war selber auch Licht. Dieses Wesen war sowas wie mein Begleiter, Führer, Mentor, mein Beschützer, ein Engel halt. Also war es eher ein weibliches oder ein männliches Wesen? Ja, das werde ich noch oft gefragt. Ich kann es nicht sagen. Es war weder noch. Es war, was für mich ganz, ganz wichtig immer ist, es war kein Mensch, der mal gestorben war. Es war nicht wie ich, es war was anderes. Das ist mir ganz wichtig. Ich würde jetzt so, ich bin als Christ aufgewachsen, ich würde es jetzt als Engel bezeichnen. Hat auch anders ausgesehen als ich, war aber auch voller Licht und voller strahlend schön, also wunderschön. Wir sind dann auf meinen Wunsch hin so über die Lande geschwebt, sagen wir mal so. Ich wollte unbedingt mehr von dieser Welt sehen, ich war sehr, sehr neugierig, was kommt da alles, ich will mal sehen, wie es hier ist. Und dieses Wesen hat mich so quasi wie Superman so über die Erde geführt. Ich fand das wirklich toll. Wir sind dann wirklich über Landschaft geflogen, wie wir sie hier auf der Erde kennen, aber in einem ganz romantischen Sinn. Also da gab es so kleine Weiler, so kleine Dörfer mit so kleinen Häuschen, so wie mit Reetdächern, alles aus Natur. Ich habe Menschen gesehen mit Hunden, die da gespielt haben und ich bin jetzt kein Hundefan, also ich bin eigentlich Hundephobiker und das war für mich so ein Moment ein Schock, dass da Hunde waren und ich fand das alles irgendwie sehr spannend.
Teilweise habe ich es auch nicht verstanden. Ich war auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen verwirrt. Was, hier gibt es Hunde? Nein, Hunde doch nicht. Und die waren aber alle sehr freundlich. Und ich habe eigentlich quasi von oben her gewunken. Die haben mir zurückgewunken. Es war eine sehr kindliche Vorstellung von einem Jenseits. Ich habe so das Gefühl, dass jeder wahrscheinlich ein bisschen sein eigenes Ding erleben würde. Dass man dahin kommt, wo man sich erstmal einfach wohlfühlt, damit das nicht so abstrakt ist. Dass man auf einer Ebene empfangen wird, wo man sagen kann, dass das nicht so ein Schockerlebnis ist, sondern dass man so sanft eingeführt wird. Wir sind dann weitergeflogen und ich mag mich erinnern an man hat mir eine goldene Stadt gezeigt, wirklich mit pures Gold, mit einer riesengroßen Türe vor dran. Ich habe dann später mir mal überlegt, wie komme ich zu einer goldenen Stadt. Das ist so irdisch. Alle andere erzählen von viel bedingungsloser Liebe und Gefühle und ich sehe eine goldene Stadt. Das hat also gar nicht für mich gepasst. Und ich habe mich dann erinnert, dass ich als Kind von meiner Großmutter sehr viele biblische Geschichten gehört habe. Da gibt es so eine Geschichte mit einer goldenen Stadt, mit großen goldenen Stadtmauern. Und es kann gut sein, dass man das auch so rüberzieht und auch die Dinge ein bisschen so wieder erlebt. Und ich mag mich erinnern, dass ich war ein Lichtwesen, es war ein Führer dabei, nennen wir es mal Engel, und da gab es ein allumfassendes und allumspannende Energie, die ich heute Gott nennen würde. Das war eine Empfindung. Ja, erst war es nur eine Empfindung. Also man kann nicht sagen, dass es Empfinden ist, es ist alles. Es durchdringt dich, es ist Empfinden, es ist Schwingung, es ist Energie, man sieht es und man sieht es aber trotzdem nicht. Das ist das Schwierigste zu beschreiben. Es ist in dir drin, es ist um dich herum, es macht dich aus, du bist ein Teil davon. Und es gab irgendwo ich schätze jetzt mal so, als wäre es am Himmel ein rundes Schwarz, ein Nichts, das so schwarz ist, dass es schon wieder strahlt, und da konnte man Wissen naschen. Man hatte eine Frage und das Wissen war da irgendwie konzentriert drin. Ich würde es wie konzentriertes Wissen nennen. Und davon konnte man jederzeit nehmen, was einem gefällt, und sich Wissen aneignen, weil jeder hat ganz viele Fragen und eigentlich wurden die alle mal schon irgendwann mal früher beantwortet. Ich weiß, dass ich viele Fragen gestellt habe, dass ich viele, viele Antworten bekommen habe, aber ich konnte sie nicht hier hinnehmen, weil wir einfach nicht von unserem menschlichen Hirn dazu gemacht sind, das hier aufzunehmen. Das ist nicht der Sinn und Zweck, hier zu sein, dass man das alles weiß. Das ist das Einzige, die Erklärung war mir sehr wichtig, warum kann ich das nicht mitnehmen? Ich könnte doch so viel mit diesem Wissen hier anfangen. Und das ist offenbar nicht Sinn und Zweck gewesen, das ist mir sehr stark geblieben. Diese goldene Stadt, von welcher Perspektive haben Sie das gesehen? Von oben oder von unten? Vogelperspektive, ja, von oben. Ich bin über dieses Land gegangen. Eine Stadtmauer? Da war eine Stadtmauer. Da war Landschaft, Hügel, kleine Weiler mit diesen Menschen. Die waren alle so ein bisschen auch wie weiß gekleidet, aber eigentlich war es auch wieder nur Energie. Und diese goldene Stadt, die hatte wirklich... Ich habe die von oben gesehen, die war so rechts unten, das mag ich mich noch erinnern, das war ein riesiges, Wahnsinn, das hat mich extremst beeindruckt, ein riesiges goldenes Tor, das war geschlossen, es war eine goldene Stadtmauer drumherum und hat mich so ein bisschen an Orientalisches erinnert. Und drin waren auch wieder Häuser, alles war aus Gold, auch da lebten Menschen. Wozu die aber dient,
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was hatte diese Nahtoderfahrung für eine Auswirkung für Ihr weiteres Leben? Da bin ich heute noch ein bisschen auf der Suche. Nach dem Tod gibt es für mich heute auf jeden Fall, das geht auf jeden Fall so oder so weiter. Es ist kein Tod, es ist nur ein Übertritt in etwas anderes. Das hat sich sehr, sehr stark verändert. Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Tod, ganz im Gegenteil. Also es gibt Leute, die sagen mir heute, ich würde das alles sehr humorvoll nehmen, was ich wirklich tue. Verändert in dem Sinn, bisher hat sich in meinem Leben mehr innerlich was. Äußerlich merkt man mir das nicht so an, außer meine Kinder, die sagen mir sehr, ich habe mich extrem stark verändert, also auch in Sachen Gelassenheit. Frau Traub, herzlichen Dank für das Gespräch.